Und jetzt schauen wir mal, was da nicht passiert. Und jetzt werden wir gleich sehen, zack, bei beiden Autos ist das Licht angegangen. Heute heiße ich seit langem endlich mal wieder alle Car-System und Open-Car-Freunde ganz herzlich willkommen bei Kuvenau. Schön, dass du dieses Video angeklickt hast. Endlich seit langem geht es mal wieder um ein Open-Car-Tutorial. Genauer gesagt um ein OpenCar TC bzw. Train Controller Tutorial. Heute möchte ich euch endlich ein Thema zeigen, bei dem ich weiß, dass es schon sehr vielen ganz stark unter den Fingernägeln brennt, denn ich habe schon viele Zuschriften bekommen. Ich soll doch bitte mal endlich zeigen, wie es funktioniert, dass wir beim Train Controller an den Autos Funktionen schalten können und das, obwohl wir mit Abstandssteuerung fahren und mehrere Fahrzeuge sich in einem Block befinden. Und genau darum wird es heute gehen. Deshalb mal wieder genug gelabert, wir legen gleich los. Zu Beginn möchte ich allerdings noch kurz zeigen, wo jetzt eigentlich das Problem liegt. Denn ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt ziemlich viele Zuschauer auch haben werde, die sich einfach noch nicht so tief mit der Materie Autosteuerung und Train Controller beschäftigt haben und jetzt erstmal 20.000 Fragezeichen haben und sagen, hä, wo ist denn da eigentlich das Problem? Weil bei den Zügen ist es ja relativ einfach. Darum werde ich jetzt erstmal zeigen, wie man normalerweise, sage ich mal, Funktionen bei Loks und Autos auslöst und wo eigentlich jetzt das Problem bei der Abstandssteuerung, heißt mit mehreren Fahrzeugen in einem Block, liegt. Wenn wir normalerweise an einer bestimmten Stelle der Anlage irgendeine Funktion bei einem Fahrzeug oder bei einem Zug auslösen wollen, dann geht es relativ einfach. Wir müssen uns natürlich im Editiermodus befinden. Dann gehen wir hier in irgendeinen x-beliebigen Block, wo wir halt, sage ich mal, unsere Funktion auslösen möchten. Klicken auf den Block doppelt drauf. Es öffnet sich hier unseren Block-Editor bzw. unsere Block-Konfigurationsmaske und darin enthalten ist auch der Block-Editor. Dann gehen wir hier an irgendeinen Melder. Wir sagen jetzt einfach mal, wir möchten hier an der Stelle, wenn unser Fahrzeug in den Block fährt, möchten wir das Licht einschalten. Das heißt also, wir gehen hier an die Stelle, gehen hierher, sagen, ich will eine Aktionsmarkierung in diese Richtung haben. Distanz ist natürlich 0. Ich will das, wenn er gleich hier reinfährt. Gehe auf meine Aktionsmarkierung, sage bei meinen Makros, ich habe mir da jetzt überall Makros angelegt. Wenn ihr wissen wollt, was Makros machen, da habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben im Eck. Da gehen wir jetzt einfach her und sagen mal Makro Licht ein. Und sagen OK und wieder OK. Und schon haben wir eine Aktionsmarkierung gesetzt und können unsere Funktionen auslösen. Das können wir jetzt auch einfach mal durchspielen. Erstmal mit einem Auto und dann gucken wir mal, was bei zwei Autos passiert. Besser gesagt, was bei zwei Autos nicht passiert. Ich habe jetzt mal mein Unimog hier hinten hingestellt. Und wie gesagt, hier ist dann die Stelle, hier soll die Funktion, also beziehungsweise das Licht angehen. Und jetzt starte ich das Ganze einfach mal und dann schauen wir mal, dass das auch wirklich funktioniert. Ihr seht, der Unimog fährt los und die Spannung steigt. Voilà, unser Licht ist an. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit zwei Fahrzeugen. Wir sehen, ich habe hier mal zwei Fahrzeuge hingestellt und jetzt starten wir die einfach nochmal und gucken mal, was jetzt hier an der Stelle passiert, beziehungsweise was nicht passiert. So, ich habe das Ganze so ein bisschen verzögert gemacht, dass die zwei auch wirklich gut hintereinander sind. Ich drehe schon mal und jetzt schauen wir mal, was da nicht passiert. Und ihr seht, am vorderen sind zwar die Lichter an, aber am hinteren ist gar nichts passiert. Und warum ist das Ganze jetzt so? Warum wird die Funktion nur am ersten Fahrzeug
und nicht am zweiten Fahrzeug ausgelöst. Eines gleich vorweg. Es ist weder ein Hardware-Problem noch ein Kommunikationsproblem. Ja, was ist jetzt eigentlich das Problem? Dazu habe ich jetzt mal hier folgende Konfiguration gemacht. Dieses Traffic Control habe ich an den Block 37 angeheftet. Die beiden Traffic Control hängen jeweils an den Fahrzeugen, das heißt hier an dem Sprinter. Ja, das sieht man auch, egal wo ich hier rumklicke. Die Traffic Control ändern nicht ihren Inhalt. Und dieser Traffic Control, der hängt am Unimog. Und jetzt stelle ich mal beide Fahrzeuge hier in den Block 37. Als erstes den Unimog und wir sehen, relativ unspektakulär, beide Traffic Control, sowohl der, wo am Block 37 hängt, wie der am Unimog, sagen, der Unimog steht im Block 37. Jetzt gehe ich her und nehme meinen Sprinter, halte am Computer die Alt-Taste gedrückt und ziehe dieses Fahrzeug auch in den Block 37. Und durch das Drücken der Alt-Taste kann ich das Fahrzeug jetzt hinter dem Unimog hinten dran setzen. Und jetzt sehen wir eine Besonderheit. Und zwar der Traffic Control, der an dem Block hängt, zeigt an, dass sowohl der Unimog wie auch der Sprinter in diesem Block sich befinden. Das gleiche zeigt auch der Traffic Control, der am Unimog hängt, zeigt das gleiche an. Der Traffic Control, der aber an meinem Sprinter hängt, zeigt plötzlich dieses Bild hier an. Er sagt zwar auch, ich bin im Block 37, aber dahinter ist so ein kleiner Stern. Das bedeutet, mein Fahrzeug befindet sich, ich nenne es jetzt einfach mal, in einem virtuellen Block 37. Ja, das ist kein physischer Block 37 und da es kein physischer Block 37 ist, sehen wir auch hier fehlen sämtliche Melder. Ja, hier drin die Melder hier, Fehlanzeige und auch die ganzen Markierungen hier drin, ja, Fehlanzeige. Und das ist halt einfach der Grund, warum ich bei allen Folgefahrzeugen keine Funktionen schalten kann, weil diese eben sich in einem virtuellen Block und nicht in einem physischen Block befinden. Soweit jetzt nochmal für jeden, warum das eigentlich ein Problem ist, wenn wir uns mit mehreren Fahrzeugen in einem Block aufhalten. Wenn ihr über das Thema Abstandssteuerung und Unterschiede im Blockverhalten bei Abstandssteuerung mehr wissen wollt, dann empfehle ich euch das Video oben rechts in der Ecke. Da habe ich das schon mal sehr detailliert erklärt, was da die Unterschiede sind. Also somit seht ihr, diese Vorgehensweise bringt uns echt nicht weiter. Ja, die können wir bei Autos mit Abstandssteuerung können wir das Teil schon mal komplett vergessen. Deshalb gehen wir jetzt auch gleich in den Block und löschen die da wieder raus, weil die bringt uns nichts. So, jetzt stehen wir da und sagen, doof, was mache ich jetzt? Ich will doch, dass meine Autos blinken etc. pp. Deshalb gibt es hier einen kleinen Trick, wie ich die Software überwinden kann. Denn leider hat bis heute der Entwickler von der Software hier keine andere Möglichkeit einprogrammiert. Muss man auch dazu sagen. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie wir die Software überlisten können, bzw. austricksen können, dass es trotzdem funktioniert. Dazu wechseln wir jetzt von unserem Stellwerkfenster in unseren Fahrdienstleiter, indem wir ja hier alle unsere Zugfahrten sehen, beziehungsweise besser gesagt Autozugfahrten oder Autofahrten, nennt es wie ihr wollt. Hier seht ihr natürlich schon sehr, sehr viele, die ich normalerweise hier auf der Anlage habe, auf meinem Testgelände habe. Und hier unten habe ich jetzt einfach mal für dieses Tutorial 2 Autofahrten, Autozugfahrten angelegt, die ich eben auch abgefahren habe. Und genau diese
Autozugfahrten, die rücken jetzt in den Fokus. Denn wenn ich jetzt hier eine Autozugfahrt anwähle, dann könnt ihr sehen, dass wir hier so klar dargestellte, also hervorgehobene Blöcke haben und hervorgehobene Fahrstraßen und halt einfach so schwach dargestellte Blöcke und schwach dargestellte Fahrstraßen. Und alles, was hervorgehoben ist und so richtig deutlich zu lesen ist, das sind unsere Blöcke bzw. Fahrstraßen, die in dieser Autozugfahrt zugeordnet sind. Und wenn wir jetzt hier diese Autozugfahrt selektiert haben und gehen jetzt hier auf so einen Block und machen hier mal Doppelklick, dann öffnet sich ein Einstellungsfenster für diese Zugfahrt in diesem Block. Hier kann ich jetzt nochmal spezielle Einstellungen für diesen Block in dieser Zugfahrt oder Autozugfahrt, besser gesagt, einstellen. Ihr seht, das ist eine ganze Menge. Ja, da gehe ich jetzt gar nicht mal näher drauf ein, weil das brauchen wir jetzt alles nicht, sondern uns interessiert jetzt hier der Reiter Aktionen. Und hier sehen wir, da haben wir jetzt halt Aktionen und hier gibt es nochmal gewisse Ereignisse. Ereignisse, die auftreten, wenn ein Auto diesen Block durchfährt, einfährt, durchfährt. Da haben wir einmal das Thema Einfahrt, Abbremsen, Stopp, Weiterfahrt, Freigabe. So. Jetzt würde man natürlich sagen, naja, das Naheliegendste ist, jedes Mal, wenn hier ein Auto reinfährt in den Block, dann löse ich ein Ereignis aus. Das wäre jetzt das Naheliegendste. Doof ist aber, dieses Ereignis tritt bei Autofahrten mit Abstandssteuerung nie auf. Also das fällt schon mal weg. Schauen wir einfach mal weiter. Abbremsen, naja, Abbremsen bringt mir herzlich wenig, weil meine Autos hier nicht immer unbedingt, nicht immer unbedingt abbremsen. Ja, meistens fahren sie vielleicht durch. Deshalb auch das Thema Stopp. Was bringt mir das, wenn eine Aktion ausgelöst wird, wenn das Fahrzeug hält, wenn es aber meistens durchfährt? Genauso das Thema Weiterfahrt bringt mir dann auch nichts. Aber hier gibt es eine Aktion, die nennt sich Freigabe. Und genau diese Aktion tritt jetzt in den Fokus, weil genau diese Aktion ist nämlich, wo uns das gelingt, dass bei allen Autos eine Funktion ausgelöst wird. Ja, jetzt müsste man natürlich wissen, wann tritt die Freigabe eines Blockes auf. Ja, auch die Frage kann man ganz einfach beantworten. Und zwar, wenn wir uns jetzt einfach mal unseren Block hier angucken, dann wird diese Freigabe immer ausgelöst, wenn das erste Fahrzeug der kompletten Fahrzeugkolonne, die in dem Block eingefahren ist, die Haltemarkierung auslöst. Heißt also, wenn jetzt hier beide Fahrzeuge in dem Block sind, dann wird die Freigabe in dem Moment ausgelöst, wenn unser Unimog diese Haltemarkierung hier erreicht hat. Wenn wir jetzt möchten, dass in dem Block das Licht eingeschaltet wird, ja, dann dürfen wir nicht in dem Block unter dem Punkt Freigabe unsere Funktion eintragen, sondern wir müssen immer einen Block davor gehen. Heißt also, möchte ich hier eine Funktion haben, gehe ich in den Block und löse hier bei Freigabe die Funktion aus. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein und sage hier bei Freigabe, gehe auf Liste und sage Licht ein. So. Und jetzt wird bei allen Fahrzeugen, die sich innerhalb dieses Blocks, also des Block 13, befinden, in dem Moment, wo das führende Fahrzeug die Haltemarkierung erreicht hat, wird bei allen Fahrzeugen die Funktion ausgelöst, die wir eben in der Liste bei Freigabe hinterlegt haben. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, ihr seht aber gleich, es ist gar nicht kompliziert.
Natürlich hat diese Vorgehensweise bzw. dieser Trick auch wieder ein paar Haken. Der erste Haken, den zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar gilt diese Einstellung, die wir eben vorgenommen haben, also dieser Eintrag hier, gilt nur bei dem Block für diese Autozugfahrt. Habe ich jetzt meine zweite Autozugfahrt, die ich ja eben auch mitgestartet habe, und gehe jetzt hier wieder in den Block rein, sehen wir, hier ist nichts drin. Heißt also, ich muss diese Einstellung dann für alle Autozugfahrten machen, die durch diesen Block gehen. Ja, das ist halt das erste Manko von dieser Vorgehensweise. Ja, ist halt ein bisschen aufwendig, aber ich sage mir halt, naja, besser so, wie dass es halt gar nicht funktioniert. Ich habe jetzt mal alles wieder so hingestellt, wie es eben schon gestanden hat. Das heißt, meine beiden Autos hier hinten. Und jetzt starten wir das Ganze einfach nochmal und werden sehen, dass hier plötzlich bei beiden Fahrzeugen das Licht angeht. Wir sehen, beide fahren wieder. Ich fahre mal so ein bisschen rum. Und jetzt werden wir gleich sehen, zack, bei beiden Autos ist das Licht angegangen. Also, ihr seht, so können wir das Ganze hinkriegen, dass bei allen Fahrzeugen trotzdem die Funktionen geschaltet werden, obwohl es softwareseitig momentan eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Womit wir jetzt aber auch gleich wieder beim zweiten Nachteil von dieser Vorgehensweise sind. Denn jeder, der das Video jetzt nochmal zurückspult, beziehungsweise ich zeige euch das jetzt nochmal in der Zeitlupe, damit ihr sehen könnt, wann an den beiden Fahrzeugen die Lichter angegangen sind. Also, es war jetzt unschwer zu erkennen, dass die Funktionen in dem Moment ausgelöst worden sind, kurz nachdem dieses Fahrzeug, also das führende Fahrzeug einer Fahrzeugkolonne, den Haltemelder samt Haltemarkierung ausgelöst hat. In dem Moment, in dem die Haltemarkierung ausgelöst worden ist, in dem Block 13, wurde die komplette Fahrzeugkolonne in den nächsten Block verschoben, softwareseitig, und in dem Moment wurde quasi dieser Block hier freigegeben und die Funktion wurde ausgelöst. Und wie ihr auch gesehen habt, war es genauso, wie ich vorher gesagt habe. Es wurde die Funktion bei allen Fahrzeugen ausgelöst, die in dem Moment in dem Block sich aufhalten. Also bei beiden Fahrzeugen. Das hat man genau gesehen, das ging parallel, obwohl dieses Auto hier jetzt quasi noch nicht da vorne angekommen ist, aber weil es schon im Block drin war, wurde die Funktion auch bei dem Fahrzeug ausgelöst. Das war jetzt hier in dem Moment weniger tragisch, weil erstens mal ist es Licht, ja, da ist es nicht so schlimm, und zweitens mal war das Fahrzeug ja relativ dicht hinten dran. Ja, das sagt man, naja gut, okay, komm. Aber das gleiche passiert auch dann, wenn jetzt zum Beispiel das Fahrzeug erst hier steht. Ja, dann befindet sich es auch schon in dem Block und trotzdem wird dann parallel, sage ich mal, wenn das Fahrzeug diese Haltemarkierung erreicht hat, wird auch an dem Fahrzeug gleichzeitig die Funktion ausgelöst. Ich glaube, das können wir jetzt einmal kurz machen. Oh ja, das zeige ich euch jetzt auch noch, wie das dann aussieht oder dass es auch wirklich so ist. Gleiche Ausgangslage wie eben schon. Der einzige Unterschied: beide Fahrzeuge werden jetzt gleichzeitig starten, sodass sie diesen Abstand beibehalten werden. Beide Autos starten gleichzeitig. Wir haben hier einen ziemlich großen Abstand und jetzt gucken wir mal. Ich mache das dann auch noch mal mit Zeitlupe. Jetzt habt ihr auch gleich das zweite Manko gesehen, was diese Vorgehensweise mit sich bringt. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, bei Licht ist es jetzt nicht weiter tragisch, sage ich mal, wenn jetzt das Licht
halt, wenn ich jetzt meine Beleuchtung, meine normale Fahrzeugbeleuchtung einschalte, ist es eigentlich ziemlich egal, ob die jetzt hier, sage ich mal, ausgelöst wird oder ob die schon irgendwo hier ausgelöst wird. Das ist jetzt erstmal, sage ich mal, naja gut, komm. Die Autos schalten in der Realität auch nicht immer alle gleichzeitig ihre Lampen an der gleichen Stelle. Da ist es halt einfach so ein bisschen dem Zufall überlassen. Passt ja noch. Blöd wird das Ganze aber jetzt, wenn ich zum Beispiel zielgerichtet Blinker schalten möchte, was ich euch aber erst im nächsten Video zeige, nur einfach jetzt schon mal ein bisschen da vorgreifen möchte. Wie gesagt, blöd wird es jetzt, wenn ich sage, ich will an dieser Stelle hier meine Blinker schalten, je nachdem, wo das Fahrzeug hier abbiegt. So. Und dann ist es halt blöd, wenn ich jetzt so einen langen Block hier habe, ja, und zum Beispiel das Fahrzeug hier gerade reingefahren ist und das hier quasi diese Freigabe auslöst und dann quasi hier ein Blinker geschaltet wird und dann wird hier auch quasi gleichzeitig der Blinker aktiviert. Das, sage ich mal, sieht dann halt schon ein bisschen blöd aus. Und das Ganze wird dann noch blöder, je länger unser Block natürlich ist. Ja, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, unser Block hier, der ist jetzt nicht so lang, sondern, ja, wir können ja mal das hier jetzt einfach wegmachen, sondern wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben jetzt einen richtig langen Straßenblock, 2 Meter und noch mehr, sagen wir einfach mal 2 Meter. Ja, das Ding ist jetzt einfach ellenlang. So. Ja, wir haben jetzt da wirklich einen riesen langer Block. So. Und unser Auto befindet sich irgendwo hier. So. Also das ist ganz da hinten und das ist ganz da vorne. Und das löst jetzt den Blinker aus, weil es da abbiegen will. Dann ist es natürlich blöd, dass hier auch gleich der Blinker ausgelöst wird. Jetzt fährt nämlich das ganze Fahrzeug hier die Strecke noch, weil es vielleicht da auch in die Richtung abbiegen will. Ja, weil es quasi hier auch in die Richtung abbiegen will, hat es aber da schon den Blinker aktiviert. Das sieht doof aus. Das sieht doof aus und sieht ja nicht realistisch aus. Das ist halt erstmal das Manko, das die Funktion wiederum mit sich bringt. Es ist halt einfach ein Kompromiss. Man kann auch sagen, ein fauler Kompromiss. Aber auch hier gibt es eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen einzudämmen. Und die sieht einfach so aus, dass ich mir hier 2 kürzere Blöcke mache. Und jetzt habe ich einmal hier meinen ellenlangen Block. Wenn wir jetzt sagen, wir haben 2 Meter. Gehen wir mal von 2 Meter aus. Dann haben wir einfach hier unseren 1,50 Meter, haben hier 25 und haben hier 25. Machen wir es einfach mal so. Ja, dann muss man halt das Ganze so unterteilen. Und jetzt befindet sich halt in dem Block, können sich jetzt maximal, sage ich mal, 2 Fahrzeuge befinden. Und jetzt wird quasi die Freigabe dann maximal auf die 2 Fahrzeuge ausgelöst. Ja? Heißt also, in dem Moment, wo jetzt hier das Fahrzeug hier drüber fährt, wird für den Block die Freigabe ausgelöst und dann schaltet der maximal bei den beiden Fahrzeugen den Blinker ein. Da sage ich, naja gut, klar, perfekt wäre es natürlich, wenn es immer nur hier passieren würde. Ja, das wäre natürlich perfekt. Aber ja, komm, naja, was soll man da sagen, ob jetzt der eine ein bisschen früher und der andere ein bisschen später, naja, wie gesagt, in der Realität passiert es auch nicht immer an der gleichen Stelle. Jeder Fahrer ist individuell. Ne? Von daher sage ich, naja gut, komm, also das passt dann wieder. Ja, sieht auf jeden Fall besser aus, wie wenn das Ding irgendwo da vorne in der Geografie seinen Blinker auslöst. Also so kann man da durch ein bisschen Tricks im Straßenbau, kann man dann dem Ganzen wieder ein bisschen entgegenwirken. Dann wollen wir einfach mal schauen, wie das Ganze jetzt aussieht.
Gleiche Ausgangssituation wie eben schon wieder, nur dass jetzt beide Autos gleichzeitig losfahren und einen wesentlich größeren Abstand haben. Und jetzt gucken wir mal, wie jetzt die Lichter dann ein- und ausgeschaltet werden. Und jetzt haben wir halt den großen Unterschied gesehen, wenn man dann hier vorne vor einer Kreuzung zwei kurze Blöcke macht. Nämlich, dass dann, sag ich mal, das Problem mit diesem relativ frühen Lichtfunktionen schalten dann halt minimiert wird. Es ist nicht weg, aber es wird halt einfach auf einen gewissen Bereich begrenzt, wo ich sage, ja, der ist dann noch vertretbar. Der aufmerksame Zuschauer wird sich jetzt mit Sicherheit schon gedacht haben, Moment mal, die Lichter am Sprinter sind doch jetzt wieder zu früh angegangen. Die hätten doch erst viel weiter vorne angehen müssen. Dazu kann ich nur sagen, ja, da habt ihr absolut recht. Eigentlich hätte das Licht erst nach dem Erreichen der Haltemarkierung an dem Block angehen dürfen. Aber auch hier ist es wieder so, die Probleme, die ich in dem Video über die TC-Probleme gemacht habe, auch die sind natürlich hier nicht ausgeschalten. Und hier schlägt halt wieder mal volle Kanne das Problem Nummer 4 zu Buche. Was das Problem jetzt im Detail ist, zeige ich euch jetzt nicht nochmal extra, das habe ich in dem Video schon ausführlich erklärt. Der Link steht wie immer in der Videobeschreibung oder oben im Eck. Und mit diesen Bildern sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte jetzt endlich dem einen oder anderen im wahrsten Sinne des Wortes etwas Licht ins Dunkle bringen und für jeden, der OpenCar mit dem Train Controller betreiben will, ein bisschen weiterhelfen, wie er es doch hinkriegt, dass er Funktionen bei allen Fahrzeugen schalten kann, obwohl man mit Abstandssteuerung fährt. Wie immer hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne wieder den Daumen nach oben da. In dem nächsten Video werde ich euch dann zeigen, wie man es hinbekommt, fahrrichtungsabhängig die Blinker zu aktivieren. Und in einem weiteren Video werde ich euch dann zeigen, wie man es hinkriegt, dass man die Fahrspuren an der richtigen Stelle wechselt. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Björn.